Viele fragen sich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Auswandern und Plan B und ist es überhaupt legal, einen solchen Plan B zu etablieren? Gibt es da Meldepflichten, die ich zu beachten muss? Mit all diesen interessanten Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch dich das Thema Plan B interessiert, dann schau dir unbedingt unsere Webseite an, die wir zu diesem Thema speziell erstellt haben. Wir haben ja einige Webseiten. Die Webseite heißt Plan B Projekt. Ich werde nochmal einen Link zu dieser Webseite in die Beschreibung dieses Videos packen. Da stellen wir auch unsere Komplettpakete zum Thema Plan B vor, die jeweils dann bestehen aus Aufenthaltstiteln, einem echten Wohnsitz im Ausland, Kontoverbindung im Ausland, Gold- und Edelmetall-Lagerstellen. Das alles organisieren wir für dich und vieles mehr. Schau es dir an unter planbprojekt.com. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Neben dem Thema Auswandern, das natürlich für viele ganz oben auf der Prioritätenliste steht, wird gefühlt das Thema Plan B immer relevanter. Aber viele wissen eigentlich gar nicht, was ist eigentlich ein Plan B? Was bedeutet es? Was ist dort involviert? Was muss man da machen? Gibt es da Meldepflichten? Ist das überhaupt legal? Auf was muss ich genau achten? Also grundsätzlich bezeichne ich das Thema Auswandern, wenn ich eine feste Auswanderungsabsicht habe, als Plan A. Das ist etwas, das ich mir vornehme, das plane ich, das kommuniziere ich auch öffentlich, da ist in der Regel meine Familie involviert. Also das heißt, ich sage das natürlich auch meinem Arbeitgeber, ich erzähle das in meiner Familie, wir werden nächstes Jahr nach Spanien auswandern, als Beispiel. Oder nach Griechenland oder nach Marokko oder in die USA, wohin auch immer. Man trifft dann auch die entsprechenden Vorbereitungen, vielleicht verkauft man seine Immobilie, vielleicht schließt man sein Unternehmen, vielleicht kauft man eine Immobilie schon mal im Ausland oder eröffnet dort ein Unternehmen. Also all diese Dinge, die letztlich mit einer Auswanderung einhergehen. Ein Plan B dagegen ist etwas, das eher diskret ist. Darüber spreche ich möglicherweise bewusst mit niemandem, nicht mit meinen Freunden, nicht mit meinen Kollegen, natürlich nicht mit meinem Arbeitgeber, hoffentlich mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann, aber auch da gibt es Fälle, wo man selbst gegenüber dem Ehepartner nichts sagt und diesen Plan B so in aller Stille vorbereitet. Also ein Plan B ist in der Regel etwas, was diskret ist. Ein Plan B ist auch nicht an eine Auswanderung gebunden. Der Plan B ist letztlich so etwas wie eine Versicherungspolice. An meinem Leben in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz ändert sich nichts. Vielleicht plane ich natürlich im Rahmen eines Plan B mein Vermögen umzustrukturieren. Vielleicht verkaufe ich einige Immobilien in Deutschland, wenn ich jetzt dort ein Portfolio habe, weil im Rahmen des Plan Bs ich dann international diversifizieren möchte. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich Deutschland oder Österreich oder die Schweiz verlassen will, sondern ich plane im Grunde genommen da zu sein. Ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass sich ein Plan B üblicherweise nicht auf deine steuerliche Situation auswirkt. Du hast durch einen Plan B absolut keine steuerlichen Vorteile. Du bist steuerpflichtig wie bisher auch dort, wo du wohnst oder wo du eben auch jetzt schon steuerpflichtig bist. So, jetzt natürlich die interessante Frage, warum hat man überhaupt einen Plan B? Wer macht sowas? Naja, da musst du eigentlich nur YouTube anschauen oder in die Zeitung schauen. Man hat ja das Gefühl, irgendwo die Welt steht Kopf. Die Welt hat Sinn und Verstand verloren und das in jeder Hinsicht. Wir haben Politikern, die sich weigern, mit anderen führenden Politikern aus dem Ausland zu sprechen. Wir haben gigantische Aufrüstungsprogramme. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir einen immer desolateren Staatshaushalt. Obwohl es Rekordeinnahmen gibt, ist immer weniger Geld da. Diese Entwicklung wird sich weiter verschlechtern aufgrund der demografischen Situation und natürlich auch den Standortproblemen, die gerade Deutschland hat. Überall werden jetzt schon Vermögenssteuern diskutiert. Wir haben es zum Beispiel ja auch während der Pandemie gehört. Dort haben etliche, gerade linksgerichtete Politiker einen neuen Lastenausgleich gefordert. Es gibt immer umfangreiche Transparenz- und Informationspflichten. Erst jetzt hat die EU wieder ein Papier veröffentlicht, wo ganz klar von Vermögensregistern gesprochen wird und wie wichtig diese sind. Es wird offen darüber diskutiert, den steuerfreien Verkauf von zum Beispiel Kryptowährungen, aber dann auch Immobilien abzuschaffen oder zumindest zu erschweren. Gleichzeitig sehen wir eine starke Blasenbildung bei vielen Assets, insbesondere natürlich auch auf den Aktienmärkten. Das heißt, man macht sich Sorge um einen Crash. Ich habe gerade eben schon den Staatshaushalt in Deutschland erwähnt. Viel schlechter sieht es natürlich in anderen europäischen Ländern aus. Als Beispiel Frankreich. Sollte es hier zu einer wirtschaftlichen Krise kommen, dann wird das auch zu einer Euro-Krise werden, die ganz bedrohliche Form annehmen kann. Also, wenn du heute jemand bist, der ein Leistungsträger ist, der sich ein Vermögen aufgebaut hat, der ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, der im Ruhestand ist und entsprechend sein Leben lang sparsam gelebt hat, diszipliniert war, gespart hat, dann machst du dir möglicherweise Sorge, dass der Staat an dein Geld will und das ist sicherlich auch berechtigt. Vor allen Dingen, wenn wir hier in die deutsche Geschichte schauen, dann müssen wir erschreckenderweise feststellen, dass es gerade
gerade in Deutschland gang und gäbe war, dass der Staat sich bei den Bürgern bedient, dass die Politik des Staates dafür sorgt, dass die Währung entwertet wird, dass Vermögen vernichtet wird, dass der Staat die Bürger sogar bestiehlt. Das haben wir zum Beispiel in der Nazizeit erlebt, die sogenannte geräuschlose Kriegsfinanzierung, wo die Nazis buchstäblich die Sparguthaben der Bürger gestohlen haben. Also, das heißt, jeder, der eigentlich gesunden Menschenverstand hat, will sich zumindest auf ein solches Szenario vorbereiten, auch wenn er sich selbst sagt, naja, auswandern kann ich noch nicht wirklich oder möchte ich vielleicht auch gar nicht, ich möchte hier leben bleiben, aber zumindestens will ich mein Vermögen sichern, soweit es geht. Ich will für den Fall der Fälle vorsorgen. Vielen steckt ja auch noch das harte Durchgreifen des Staates zur Corona-Zeit in den Knochen. Da hat man mal gesehen, zu was der Staat fähig ist, wenn er die Krallen ausfährt. Reiseverbote, Lockdowns, Impfpflichten. Wer weiß, welche globale Krise als nächstes kommt, die solche Schritte oder vielleicht sogar noch viel drastischere Maßnahmen dann rechtfertigen würde in den Augen des Staates. Also, das ist das Ausgangsszenario, deswegen will man einen Plan B haben, deswegen will man sich vorbereiten. Aber hier geht es eben nicht beim Plan B um das Thema Auswandern. Das heißt, alle Schritte, die man im Rahmen der Etablierung eines Plan Bs verwendet, kann man komplett machen, wenn man in Deutschland wohnt. Und wenn man es richtig macht, dann ist das auch komplett legal und man tut hier nichts Verbotenes oder Zweifelhaftes oder etwas, wozu man sich dann Sorgen machen müsste. So, was sind so die üblichen Teile eines Plan Bs? Welche Komponenten gibt es da typischerweise zu beachten? Nun, ganz klar sind hier zum einen zweite Staatsbürgerschaften zu nennen, also ein Zweitpass. Es ist ja in Deutschland legal seit Mitte 2024, dass du eine weitere Staatsbürgerschaft erwerben kannst, auch ohne einen Beibehaltungsantrag zu stellen. Das heißt, du kannst die deutsche Staatsbürgerschaft weiter behalten und kannst dennoch weitere Staatsbürgerschaften beantragen. Sehr einfach ist das zum Beispiel durch Abstammung. Zum Beispiel, wenn einer deiner Eltern Italiener war oder Pole war, dann wirst du dir aller Wahrscheinlichkeit nach einen polnischen oder einen italienischen Pass beantragen können. Dann kann man einen zweiten Pass normalerweise erwerben durch Einbürgerung, aber das würde eben wieder Auswanderung dann bedeuten. Also ist er nicht ein Plan B-Thema. Aber wenn du natürlich in einem Land lebst, etliche Mandanten von uns machen das in Irland, dann lebe ich da 5 Jahre, dann kriege ich den irischen Pass. Und dann kann ich auch noch Pässe erwerben. Es gibt Passprogramme, wo ich durch Citizenship per Investment, sagen wir mal für einen Betrag von mindestens 100.000 Euro, einen solchen Pass für mich und meine Familie erwerben kann. Der Zweitpass, das ist natürlich die Krönung eines jeden Plan B, aber natürlich auch das, was mit am meisten Aufwand und mit am meisten Kosten verbunden ist. Viel einfacher ist es, eine Plan B Residency im Ausland zu etablieren. Das heißt, man beschafft sich im Ausland einen Aufenthaltstitel. Natürlich ist das kein zweiter Pass, aber dann habe ich schon mal einen Bezug zu einem Land, dann habe ich schon mal ein Aufenthaltsrecht, dann kann ich mich also, egal was passiert, auf jeden Fall schon mal in dieses Land absetzen, wenn es mir zum Beispiel hier zu heiß werden sollte. Dann haben wir natürlich etliche Mandanten, die haben nicht nur einen Aufenthaltstitel, sondern eben 2, 3, 4 oder 5. Viele haben das ja zum Beispiel während der Pandemie für Paraguay gemacht, aber es gibt auch etliche andere Länder, wo das möglich ist, wobei man auch hier sagen muss, es wird zunehmend schwieriger. Viele Länder stellen zum Beispiel Forderungen mittlerweile in puncto physischer Präsenz in diesem Land, damit der Aufenthaltstitel erhalten bleiben kann. Tatsächlich bringt dir natürlich dieser Aufenthaltstitel an sich relativ wenig. Du hast natürlich eine Rückzugsoption, das ist natürlich ganz klar. Das heißt, du weißt, du kannst irgendwo hingehen. Viel besser ist aber natürlich, wenn du das in ein Gesamtkonzept einbettest. Das heißt, wenn du dann in diesem Land zum Beispiel auch noch einen Wohnsitz hast. Und das ist ja in vielen Ländern relativ einfach möglich, weil in vielen dieser Plan B-Länder sind Wohnungen ja relativ günstig. Also zum Beispiel, wir beschaffen für unsere Mandanten Wohnungen in Davao in den Philippinen. Da kriegst du ab $200 im Monat eine Wohnung, zum Teil auch 400, 500, je nachdem, was du willst. Das ist dann ein richtiger Wohnsitz. Du hast dort einen richtigen Mietvertrag, du hast Utility Bills, du bekommst dann auch eine Meldebestätigung, du bekommst dann eine Steuernummer. In den Philippinen sogar einen Führerschein kannst du bekommen. Du bekommst dann die Bestätigung der Finanzbehörde, dass du dort steuerlich erfasst bist. Du bekommst noch eine kleine Plastikkarte und wenn du den Führerschein hast, sogar 2 kleine Plastikkarten. Damit kann ich dann schon wirklich weitere Plan B-Komponenten etablieren und diese mit dem zweiten Wohnsitz verknüpfen. Zum Beispiel, wenn wir das Beispiel Philippinen nehmen, kannst du dann ein Konto in Singapur eröffnen mit diesem Wohnsitz. Die Banken in Singapur sind ja selektiv, welche Kunden sie nehmen. Und mit einem Wohnsitz in Asien, in Philippinen, hast du dort sehr viel einfache Karten, ein Konto zu bekommen. Und dieses Konto ist eben dann verknüpft mit deinem Wohnsitz in den Philippinen. So, ist das legal?
Selbstverständlich ist das legal. Einkünfte, die auf dem Konto eingehen, musst du natürlich auf deiner Steuererklärung in Deutschland angeben. Und vielleicht fragt dich dann das Finanzamt nach Details und fragt dann, schicken Sie uns doch mal die Kontoauszüge von diesem Konto. Aber das kannst du ja machen. Wie gesagt, steuerlich hat das ja keinerlei Implikationen. Dieser Plan B, du zahlst weiterhin Steuern in Deutschland, kann das Finanzamt ja ruhig sehen, was du dort hast. Und wenn du die Meldung vermeiden willst, dann musst du halt dafür sorgen, dass dort zum Beispiel keine Zinsen bei dem Konto eingehen. Wenn du keine Zinsen bekommst, hast du ja auch keine Einkünfte auf Vermögen, was dort liegt. Du könntest die Mittel dann zum Beispiel verwenden, um Gold zu kaufen. Auch das kannst du wiederum im Ausland lagern. Dort empfehlen wir auch wiederum Singapur, aber dann zum Beispiel auch Liechtenstein, UK oder auch Kanada. Das heißt, Gold würdest du im Rahmen eines Plan B dann auch global verteilen. Und dann haben wir eigentlich schon einen ziemlich umfangreichen Plan B gemacht. Das heißt, du hast einen Aufenthaltstitel, du hast dann auch einen wirklichen Wohnsitz, du hast Konten, du hast Orte, wo du Edelmetalle lagerst. Wer da noch weitergehen will, der kann natürlich dann noch sein Vermögen weiter international diversifizieren. Also warum nur Immobilien in Deutschland haben? Ich kann ja einen Teil der deutschen Immobilien verkaufen und kann das Vermögen dann in ausländische Immobilien investieren. Oder es muss ja gar nicht Immobilien sein. Wir haben zum Beispiel einen Mandanten, der hat in eine Blaubeerfarm in Chile investiert. Nicht, dass er jetzt dann dort selbst Blaubeeren erntet. Nein, es war dort ein Projekt, was mehrere Personen durchgeführt haben und er ist dort einfach einer der Teilhaber. Buchstäblich am anderen Ende der Welt. Sicherlich sind das keine Renditen, wie man sie von KI-Aktien kennt, aber extrem beständig. Denn diese Blaubeeren aus Chile werden ja aufgrund der umgekehrten Jahreszeiten dann eben in die Länder der Nordhalbkugel geliefert, wenn sie dort nicht in Saison sind. Also ein weiteres Beispiel für ein cleveres Plan B-Modul, internationale Vermögensdiversifikation. Auch das komplett legal. Allerdings muss man natürlich immer bei Unternehmensgründung, bei Betriebsstätten im Ausland darauf achten, dass das sehr sauber gemacht ist. Und das kann nun wirklich zu einem Konflikt, gerade auch mit dem deutschen Steuerrecht führen. Du weißt das sicherlich. Also alles, was Gesellschaften im Ausland anbelangt, ist schwierig. Also im Falle dieser Blaubeerfarm hat dann der entsprechende Mandant natürlich das dem Finanzamt gemeldet, dass er dort eine ausländische Beteiligung erworben hat. Und weil die Betriebsstätte aufgrund der Tätigkeit, es geht ja um Landwirtschaft, ganz klar natürlich in Chile ist das grundsätzlich in Ordnung. Man muss natürlich dann immer ins Abkommensrecht schauen. Mit Chile gibt es jetzt kein Doppelsteuerungsabkommen. Das hat dann mögliche steuerliche Implikationen. Da musst du deinen Steuerberater dann um Rat fragen. Aber wenn du jetzt diese ganzen Module hier im Kontext betrachtest und in Kombination betrachtest, dann hast du schon sehr viel dafür getan, dass du dein Vermögen absicherst für dem, was in Deutschland, was in Österreich, was in der EU möglicherweise auf dich zukommt. Und wie gesagt, das ist alles komplett legal. Natürlich müsste man sagen, wenn es jetzt zu so etwas kommen sollte, wie ein Vermögensregister oder eine Vermögenssteuer, muss man natürlich dieses ausländische Vermögen angeben. Aber dann könntest du dir zu diesem Zeitpunkt sagen, okay, ich möchte das nicht melden, also wäre das für mich der Zeitpunkt, dass ich dann wirklich auswandere. Das Problem ist nur, dass diese Dinge natürlich eine relativ lange Zeit in der Vorbereitung brauchen. Also man kann vielfach sagen, ein paar Jahre. Und deswegen zu warten, bis die Krise kommt, ist nicht wirklich eine Lösung. Du musst im Grunde genommen jetzt damit anfangen, du musst jetzt umsetzen, sodass, wenn es dann dazu kommt, du einen relativ schnellen Abgang machen kannst, wenn es notwendig ist. Weil du kannst davon ausgehen, wenn es tatsächlich zur Krise kommt, dann wollen natürlich sehr viele solche Lösungen genau umsetzen, dann wird es vielfach gar nicht mehr möglich sein, das dann noch zu arrangieren, weil diese Wege dann schlicht und ergreifend zu sind. Weil zum Beispiel Banken sagen, wir wollen keine Kunden mehr annehmen, außer du investierst jetzt einen Riesenbetrag. Wir haben so einen hohen Andrang, wir können diesen Ansturm gar nicht verarbeiten. Also deswegen ist es wichtig, dass du jetzt tätig wirst, nicht erst, wenn es dann wirklich kracht. Also, das sind die Unterschiede zwischen Plan B und Plan A. Plan A ist Auswandern, Plan B heißt eben nicht auszuwandern. Alle weiteren Details findest du natürlich auf unserer Webseite. Wir können dich umfassend dabei unterstützen. Das ist genau das, was wir seit 20 Jahren tun. Ich selbst habe Deutschland und die EU schon vor 26 Jahren jetzt verlassen. Ich habe also nicht nur einen Plan B gehabt, sondern bin tatsächlich auch gegangen. Und im Grunde genommen ist meiner Meinung nach das die beste Lösung. Aber wenn du nicht gehen kannst, dann setz dich auf jeden Fall mit einem Plan B auseinander und überlege dir, welche Maßnahmen für dich am ehesten in Frage kommen. Wir können dich natürlich dazu beraten. Mein Kollege Daniel ist hier derjenige, der dort federführend bei uns ist. Buche gern ein Beratungsgespräch mit ihm. Link dazu auch in diesem Video. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.